Look at him. Get good and mad, Amanda. Wow, sind wir hier in einem Elvis-Film? Wirklich? Boah, die verstörendste Filmszene seiner Karriere? Möglicherweise. Wir werden dieser Frage nachgehen, denn ihr habt entschieden, über welchen Elvis-Film ihr gerne einen Review von mir hättet. Und mit 20 Stimmen ist bis jetzt, ich lasse das immer noch offen stehen, der Sieger Change of Habit mit klarem Abstand. Deshalb soll es heute genau um diesen Film und um speziell diese vielleicht tatsächlich verstörendste Szene von Elvis' Filmkarriere gehen. Elvis Presley. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von In Elvis Veritas. Ich bin Gerd und freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Für alle, die neu hinzugekommen sind, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal In Elvis Veritas, dem internationalen Elvis Presley Fankanal in deutscher Sprache mit Videos, die euch Spaß machen sollen, die euch Infos bringen sollen und die euch immer tiefer zu Elvis-Fans machen sollen. So wie ich auch einer bin. I like Elvis und das seit 1977. Herzlich willkommen. Ja, Elvis Presley hat in seiner ganzen Karriere 31 Spielfilme gedreht, 2 Dokumentarfilme folgten noch nach. Und ausgerechnet sein letzter Film, den er 1969 gedreht hat, über die Details werden wir gleich sprechen, zählt zu seinen besten. Das meinen Kritiker, das meinen aber auch viele Fans und das meint vor allem auch ihr, denn wie vorhin eingangs gesagt, habt ihr mit deutlichem Abstand diesen Film auf Platz 1 gewählt, habt euch einen Review von mir gewünscht und den soll es heute geben. Ich habe recherchiert und wir werden jetzt ein bisschen tiefer in Change of Habit, ein himmlischer Schwindel, wie der Film in Deutsch hieß, einsteigen. Kommen wir zunächst zu ein paar Infos, ein paar Facts zu dem Film selbst. Bereits im Jahr 1967 entstand die Idee für diesen Film und Colonel Tom Parker war daran interessiert, dass Elvis weiterhin die in den 60er Jahren garantierte Gage von $1 Million erhielt. Allerdings haben die Filme an Popularität gewaltig eingebüßt. In den späten 60er Jahren ging es mit Elvis' Filmkarriere steil bergab. Parallel dazu stieg er natürlich wieder auf in der musikalischen Karriere, aber wir haben so diese Übergangszeit, diese späten Filme und Colonel Tom Parker wollte diese $1 Million Gage, aber für einfach einen Film war das nicht machbar. Folgedessen hat er einen Vertrag abgeschlossen mit NBC und dieser Vertrag besagte, dass Elvis $1.250.000 Gage sogar bekommt, also mehr, aber er muss dafür ein TV-Special produzieren und einen Kinofilm. Und genau das tat man. Ihr alle kennt das TV-Special, das sogenannte 68 Comeback Special. Ich verweise auf mein Video, das ich dazu gemacht habe. Und der Film, der daraus entstand aus diesem Vertrag, das war Change of Habit. Nachdem Elvis im Januar und Februar seit Jahren mal wieder richtig gute Musik aufgenommen hatte in den American Sound Studios, die geplant waren für Veröffentlichungen auf Singles, auf LPs, ein richtiges Comeback sozusagen. Kurz danach musste Elvis ja diesen Vertrag erfüllen, das heißt, der Film musste gedreht werden und ein wohlgemerkt kleiner Soundtrack dazu musste eingespielt werden, sodass Elvis sich im März 1969 wieder nach Hollywood begab, nach Los Angeles und dort die Dreharbeiten zu Change of Habit absolvierte. Der Film selbst wurde am 10. November 1969 in den USA veröffentlicht, feierte dort seine Kinopremiere. Am Ende des Jahres schaffte er doch einen beachtlichen 17. Platz in den amerikanischen Kinocharts. Es gab sogar Stimmen, die diesen Film und speziell Elvis' Rolle darin für einen Oscar vorschlugen. Ja, das ist kein Scherz. Wir werden später darauf noch zu sprechen kommen, was an diesem Film so anders ist. Und Colonel Tom Parker wusste aber, dass es innerhalb der Academy, die also die Oscars festlegt, wer die Oscars bekommt, keine große Sympathie für Elvis Presley gab, denn seine Filme und doch seichten Filme, so offen und ehrlich muss man sein, bis auf wenige Ausnahmen, waren natürlich für einen Oscar im Prinzip nicht vorstellbar und der Colonel wusste ganz genau, sie werden auch Change of Habit in diese Schublade mit reinstecken und es wird zu keinem Oscar kommen. Deswegen das legendäre Zitat von ihm: Kaufen Sie sich mal bitte keine Smokings. Sollte also heißen, es wird nicht zu einer Oscarverleihung kommen und keiner muss hingehen, weil Elvis dort einen Oscar bekommt.
Was macht diesen Film aber nun so besonders? Dieser Film handelt von mehreren, ja, ich sag mal, Umbruchthemen, die in dieser Zeit typisch waren. Ende der 60er Jahre war die Welt im Umbruch und das zeigte sich in vielen Belangen, das zeigte sich in der Gesellschaft, in der Politik, Attentat auf Martin Luther King, dann im Bereich der Kirche, die katholische Kirche hat in den 60er Jahren das Zweite Vatikanische Konzil gemacht, ein Reformkonzil, also auch innerhalb der Kirche tat sich vieles und was ganz interessant war an Change of Habit, es ist tatsächlich die erste Darstellung von Autismus in einem Kinofilm. Ja, das war tatsächlich das erste Mal, es war ein Tabuthema und man wusste auch nicht viel über Autismus. Ich werde speziell dann darauf zu sprechen kommen, wenn wir uns über diese verstörendste Szene aus Elvis' Filmkarriere unterhalten werden. Und so bringt der Film unheimlich viel Sozialkritik, die Arbeit von 3 Nonnen, die also in ein Ghetto in New York gehen und dort sich dafür einsetzen, dass die Kirche sozusagen zu den Menschen geht, sich für die Armen einsetzt. Ein Bankier ist mit dabei, der die Leute erpresst. Dann werden Themen gezeigt wie Vergewaltigung, allerdings natürlich nur, es kommt nicht so weit, logischerweise. Elvis weiß das zu verhindern. Also viele sozialkritische Themen, die diesen Film wirklich sehr, sehr interessant machen und von allen anderen Elvis-Filmen deutlich unterscheiden. Warum ist dieser Film dennoch nicht so bekannt oder ein großer Durchbruch geworden? Ich behaupte mal, man wollte zu viel. Es ist zu viel reingepackt in diesen Film. Der Film ist wirklich nett gemacht, der ist gut gemacht, hat auch einen anständigen Soundtrack, es ist alles, aber es ist eben so dieses Hin und Her zwischen den Genres. Elvis singt auch im Film, das passt aber wieder nicht zur dramatischen Handlung. Also es ist so alles ein bisschen, man will zu viel und das merkt man dem Film an. Dennoch ist die Geschichte wunderschön erzählt von diesen 3 Nonnen, von Elvis, der ein Arzt ist, auch eine Rolle, die er noch nie zuvor gespielt hatte. Und dann natürlich auch die ganze Geschichte mit Amanda, dem autistischen Mädchen. Wir werden gleich dann darauf zu sprechen kommen. Schauen wir uns den Cast, also das Personal dieses Films an. Elvis, wie gesagt, 3 von 3 wirklich interessanten Personen, also gerade auch im Hinblick, dass es ein Elvis-Film ist. Allen voran die weibliche Hauptrolle Mary Tyler Moore. Mary Tyler Moore lebte von 1936 bis 2017. Sie war in den 60er Jahren bekannt geworden durch die Dick Van Dyke Show. Change of Habit kam dann, war nicht ihr erster Kinofilm, aber richtig Berühmtheit erlangte sie eigentlich durch die Mary Tyler Moore Show, die von 1970 bis 1977 im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Mary Tyler Moore hat sich in einem Interview über die Zusammenarbeit mit Elvis in Change of Habit geäußert. Wir hören mal rein. Personally, he could not have been more charming. He apparently had a big crush on me from the Dick Van Dyke Show. But it was not a tangible thing. It was very much from afar and on this pedestal. Ja, soweit Mary Tyler Moore über die Zusammenarbeit mit Elvis. Eine weitere interessante Co-Darstellerin war Barbara McNair. Barbara McNair wurde 1934 geboren und starb bereits im Jahr 2007. Sie war Sängerin und Schauspielerin und feierte doch einige Erfolge. Bekannt wurde sie 1958 mit einem interessanten Titel, Till There Was You. Die meisten von euch, die sich vielleicht auch ein bisschen für die Beatles interessieren, werden diesen Song von den Beatles kennen. Die Beatles haben diesen Song sehr frühzeitig in ihrem Repertoire gehabt und den Song auch gespielt und auch immer darauf Bezug genommen auf die amerikanische Show The Music Man. Und im Rahmen dieser Show sang Barbara McNair diesen Titel Till There Was You. Till there was you. Etwas Interessantes an Barbara McNair gibt es noch zu berichten. Sie hat ja 1969, wie gesagt, in Change of Habit mitgespielt und schon ein Jahr drauf hat sie tatsächlich einen Elvis-Song aufgenommen und nicht irgendeinen, sondern passenderweise In the Ghetto, eine sehr interessante Version. Wir hören mal kurz rein. 'Cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Ja, und last but not least haben wir noch Jane Elliott. Jane Elliott, 1947 geboren, die einzige, die noch lebt von den Hauptdarstellerinnen von Change of Habit. Und Jane Elliott wurde vor allem bekannt durch die Serie General Hospital. Diese Serie, die läuft ja in den 2000ern, ich weiß nicht, vielleicht läuft sie sogar immer noch.
Jane Elliott war also in mehreren Staffeln dabei, ist immer mal wieder ausgestiegen, kam wieder zurück und insgesamt 3-mal war sie in General Hospital vertreten und verabschiedete sich dann im Jahr 2017. Auch Jane Elliott wurde befragt, wie die Zusammenarbeit mit Elvis war bei Change of Habit, und da schauen wir auch mal kurz rein. But may I say that it was one of the highlights of my career, and I'll tell you a story. When we started work, Mary Tyler Moore had a lower director's chair. I had a lower director's chair. Barbara McNair had a low director's chair, and Elvis had a high one. And I said to him, I'm so embarrassed telling you this story, but I said to him, aren't you embarrassed sitting up that high? To which he replied, I am. And he went and got a guest cast chair. He got off the high chair, put it aside, and went and got a low chair and put it with the rest of us. Ja, soweit Jane Elliott. Kommen wir nun zum Soundtrack. Wie gesagt, unmittelbar nach Beendigung der Aufnahmen in den American Sound Studios in Memphis musste Elvis schon weitermachen, denn die Zeit drängte. Der Soundtrack für Change of Habit musste aufgenommen werden. War kein großer Aufwand, es waren 2 Tage, 5. und 6. März, in den Decca Universal Studios in LA in Hollywood. Aufgenommen wurden insgesamt 4 Songs. Der Titelsong Change of Habit. What you need is a change of habit. Dann der Song Have a Happy. You have a happy. You have a happy. Der Song Let Us Pray. So let us pray together. Und schließlich noch der Song Let's Be Friends. Der Song Let's Be Friends wurde zwar aufgenommen, fand im Film aber keine Verwendung. Then we can smile together. Let's be friends. Man hatte in den Soundtrack des Films sich für einen anderen Song entschieden. Man nahm aus den American Sound Studio Sessions einen Song, den man ja auch noch nicht plante, noch zu veröffentlichen, und zwar Rubberneckin'. Und Rubberneckin' wurde dann erst, als der Film in die Kinos kam, als auf Rückseite einer Single veröffentlicht, und zwar von Don't Cry Daddy. So gesehen hat man hier ein bisschen den Hype mitgenommen um Don't Cry Daddy, war ja eine sehr erfolgreiche Single, und auf der Rückseite eben gleichzeitig den Film beworben, Change of Habit. It's called rubbernecking, baby, but that's alright with me. Was ist zu den Songs zu sagen? Es sind sehr gefällige Songs. Mir gefallen die Arrangements gut. Die sind weitestgehend schlicht, aber effektiv gemacht. Die Songs nicht herausragend, aber ich finde doch, dass der Titelsong Change of Habit wirklich einen guten Drive hat. Auch Have a Happy kann man gut hören, das ist klar. Let Us Pray ist interessant, denn Let Us Pray wird ja im Film gezeigt, ganz am Schluss, als Elvis in einer wohlgemerkt katholischen Kirche auftritt zur Gabenbereitung, wem von euch das was sagt, also ein Teil der katholischen Messe, und dort eben auftritt und singt Let Us Pray. Jetzt könnte man sagen, naja, macht er halt. Das ist aber insofern interessant, weil es das vorher noch gar nicht gab. Also das war gerade die Zeit, ich habe es vorhin erwähnt, wo auch die katholische Kirche im Umbruch war, und Elvis mit Let Us Pray, der hier mit Gitarre singt und mit Chor und so weiter, während die Gabenbereitung ist, das war was ganz Neues, das hatte man so noch nicht gesehen, auch im Kino noch nicht gesehen. Zu den Musikern ist zu sagen, dass Elvis hier mit ganz neuen Leuten zusammenarbeitete, mit denen es vorher so gut wie überhaupt keine Zusammenarbeit gab. Und für mich besonders einprägsam, wenn ich mir die Songs anhöre, sind 2 Instrumente. Das eine ist das Schlagzeug und das andere ist der Bass. Und ich möchte euch zunächst mal, ich habe mir wieder mal ein bisschen die Mühe gemacht, die Stimmen zu extrahieren. Ich möchte euch mal den Anfang und den Schluss von Change of Habit, also vom Titelsong, zeigen, und zwar nur den Schlagzeugpart, damit ihr mal hört, was der Schlagzeuger hier für eine gute Arbeit leistet. Der Schlagzeuger ist übrigens Carl, Spitzname Chubby O'Brien. Er war sogar ein Schauspieler, ein Kinderdarsteller.
und wie gesagt auch als Musiker, als Schlagzeuger unterwegs. Wie ich finde, hier eine exzellente Arbeit am Schlagzeug gemacht. Und besonders auffallend ist auch bei Let Us Pray wieder der Schlagzeuger im Zusammenspiel mit dem Bass. Jetzt sind bei den Session-Aufzeichnungen insgesamt 3 oder 4 Bässe aufgelistet, deswegen kann ich euch jetzt nicht genau sagen, wer hier tatsächlich den Bass spielt. Sollte es jemand von euch wissen, könnt ihr das natürlich wieder gerne in die Kommentare reinschreiben. Aber dieses Zusammenspiel zwischen Bass mit einer exzellenten Basslinie und Schlagzeug, das wir in Let Us Pray haben, möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Wir hören mal rein. Ja, eine tolle Aufzeichnung. Die Songs zu Change of Habit, wo kann man sie hören? Veröffentlicht wurden sie zunächst auf einer Budget-LB Camden-Label, und zwar Let's Be Friends, aber nicht alle. Auf Let's Be Friends bekamen wir die Songs Change of Habit, Let's Be Friends und Have a Happy. Rubberneggin, wie gesagt, erschien als Single Ende 1969. Und den Film Let Us Pray bekamen wir erst im Jahr 1971 auf You'll Never Walk Alone, einer Camden-LP. Interessant ist die FTD-Veröffentlichung Elvis The Last Movies. Auf dieser Doppel-LP bzw. CD finden wir die Songs auch. Wir finden zusätzlich noch zu Let Us Pray eine Version mit einem Vocal Overdub drauf. Es gibt aber so gut wie keine Outtakes bisher veröffentlicht. Das ist auch interessant. Also hier ist tatsächlich noch eine echte Lücke. Bin gespannt, ob wir mal mehr Takes bekommen, denn es gibt definitiv mehr Takes als das, was bisher veröffentlicht wurde. Kann man mal gespannt sein. Ja, und jetzt, liebe Freunde, bevor wir zu der eigentlich verstörendsten Szene eines Elvis-Films kommen, möglicherweise, möchte ich euch nochmal daran erinnern, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dass ihr das bitte jetzt doch tut. Ich wäre euch sehr dankbar dafür und bedanke mich schon mal ganz herzlich für euer Gefällt mir und für euer Abo. Vielen herzlichen Dank. Ja, im Film Change of Habit geht es um Amanda. Amanda ist ein kleines Mädchen, die ja taub oder taubstumm ist. Ihre Mutter weiß das nicht so genau, bringt sie zum Arzt. Der Arzt ist Elvis. Und es geht darum herauszufinden, und hier kommt jetzt auch Mary Tyler Moore mit ins Spiel, die natürlich hier als Schwester ja mit in der Praxis arbeitet, mit dem Kind diverse Spieleübungen macht. Also es muss zum Beispiel irgendwelche Bausteine in eine Form reinbringen, was nicht funktioniert und so weiter. Man zeigt hier eigentlich sehr gut die Symptome, sage ich mal, die sich beim Autismus zeigen. Ich habe ja beruflich auch mit Autismus zu tun. In der Schule gibt es auch autistische Kinder. Ich werde gleich darauf zu sprechen kommen, was jetzt an diesem Film so verstörend oder vielleicht auch fatal ist, aus heutiger Sicht zumindest gesehen. Ja, und Elvis wendet hier eine nach damaligem Maßstab ganz neue Therapie an, und zwar die Therapie der Wutreduktion. Soll heißen, man glaubte 1969, dass der Autismus etwas damit zu tun hat, dass die betroffenen Menschen in sich eine aufgestaute Wut tragen und keine Liebe geben können. Und Sprache ist ja Kommunikation, das heißt, ich spreche mit anderen Menschen, das ist ja an sich eine Zuwendung anderen Menschen gegenüber. Und so stellte man, ich erkläre das jetzt wirklich sehr vereinfacht, ist ja ein Elvis-Kanal hier und kein medizinischer Kanal, und wir wollen auch nicht so lange darauf herumreiten auf der ganzen Sache, aber damit wir verstehen, warum diese Filmszene so verstörend ist, die Wutreduktionstherapie glaubt also, wenn man den Menschen nur ordentlich wütend macht, also dieses Kind in dem Fall, die kleine Amanda, dass dann, wenn die Wut heraus ist, der Mensch Liebe geben kann und sich öffnen kann den anderen Menschen gegenüber. Das ist natürlich aus heutiger Sicht wissenschaftlich vollkommen überholt, muss man, glaube ich, nicht nochmal deutlich erklären. Da ist sowohl die Ursache nicht korrekt, geschweige denn die Therapie, aber man kann Elvis natürlich keinen Vorwurf machen. Elvis war Schauspieler, er spielte das, was im Drehbuch stand. Man kann aber auch den Schreibern, die diese Szene in den Film eingefügt haben, was sehr, sehr mutig war für diese Zeit, auch keinen Vorwurf machen, denn sie bewegten sich auf dem damaligen Stand der Wissenschaft.
Der Mediziner und Wissenschaftler Robert Zaslow wurde übrigens als Experte zum Film mit dazugeholt, speziell für diese Szene. Er war der Begründer oder Erfinder dieser Wutreduktionstherapie und er sollte diese Szene überwachen. Das Verstörende an dieser Sache ist, dass wir es natürlich mit einem kleinen Mädchen zu tun haben, das sozusagen wütend gemacht wird. Man nimmt ihr das Spielzeug weg, sie wird dann festgehalten an Armen und Beinen. Es ist wirklich nicht schön anzuschauen, obwohl Elvis immer wieder sagt, ich tue ihr nichts, keine Angst, und immer wieder zu ihr auf sie gut einredet, positiv. Aber erst muss die Wut raus, und diese Szene ist aus heutiger Sicht schockierend. Man würde diese Szene heute definitiv so nicht mehr drehen. Das würde zensiert werden oder würde schon im Vorfeld verworfen werden, aber wie gesagt, wir befinden uns im Jahr 1969 und wir schauen uns jetzt die Szene einfach nochmal an. Ja, wie ist eure Meinung? Ist das die verstörendste Szene in einem Elvis-Film? Oder seht ihr das ganz anders? Oder findet ihr das gar nicht so schlimm? Wie auch immer, schreibt in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich, dass ihr wieder mit dabei wart und wünsche euch jetzt eine gute Woche. Nächste Woche sehen wir uns natürlich wieder, wenn es wieder heißt Long Live the King. Ciao und Servus, euer Gerd. Klappe zu.